Kommen wir nun also zu den Wetteraussichten und schauen wir gleich mal nach Wien. Derzeit kommt schon langsam die Sonne zurück. Wir erinnern uns an die heftigen Unwetter der letzten Nacht. Vor allem in Niederösterreich und in Wien hat es eben heftig gewittert. Schauen wir nach Ischgl. Hier ist es derzeit noch bewölkt. Zumindest gab es gestern aber kein Unwetter. Heute wird es tagsüber auch weiterhin bewölkt bleiben. Schauen wir nach Europa. Mitteleuropa befindet sich zwischen tiefem Luftdruck über Italien sowie dem Balkan und Hochdruckgebieten über Nordwestrussland und dem Atlantik. Damit gehen örtliche Schauer einher. Sie markieren den Übergangsbereich zwischen kühler Luft im Westen und Norden des Kontinents sowie warmer Luft im Osten und im Süden. Was bedeutet das für Österreicher? Heute wird es unterschiedlich bewölkt und dazu gibt es dann einige kräftige Regenschauer und Gewitter. Am meisten Sonne gibt es dann noch im Osten, die dichtesten Wolken in Vorarlberg und Tirol. Die Höchstwerte, die liegen heute zwischen 14 Grad im Bregenzer Wald und bis zu 29 Grad im Burgenland. Also auch bei den Temperaturen gibt es heute einige große Unterschiede. Schauen wir uns die nächsten 24 Stunden im Westen an. Ab Mittag gibt es dann also wieder erneut Regenschauer, diesmal heftiger im Westen als im Osten. Die Temperaturen, die bleiben aber recht warm bei rund 20 Grad am Nachmittag. Im Osten bleibt der Regen jetzt vorerst mal aus. Es bleibt sonnig und bei etwa 22 Grad Höchsttemperatur. In der Nacht kommen dann die Regenschauer aber wieder zurück und halten sich dann auch für einige Stunden. Im Westen werden die nächsten Tage unbeständig. Einmal Sonne, einmal Regen, es wechselt sich ab. Schöner wird es dann zum Wochenende hin, auch wenn auch da Regenschauer nicht ausgeschlossen sind. Im Osten bleibt es vorerst mal schön, trotzdem aber bewölkt. Ab Sonntag wird es dann richtig sonnig und dann wird es auch wieder wärmer mit 22 Grad und in der nächsten Woche bleibt es auch vorerst mal etwas unbeständig und teilweise viel bewölkt.